Also, ja, hallo, ich bin Andi Siefert. Ich bin Gründer der Pongli Studios. Was wir machen meistens sind sehr unterschiedliche Dinge. Wir sind im Bereich Projection Mapping unterwegs, viele im Bereich interaktive Erlebnisse nennen wir das. Also auch ganze Räume, einfach auch ganze Erlebnisse eben. Also wir nennen das deswegen so, weil wir ein bisschen weg wollen von, es ist nur ein Screen oder nur eine Projektion. Das heißt, wir vermischen sehr gern alle Möglichkeiten, die wir haben, analog digital. Und in den letzten Jahren natürlich im Museum, wir machen sehr viele Museumsexponate, ist das Thema Gaming, Serious Gaming eben sehr stark geworden. Und was wir jetzt hier haben, ist ein Spiel, was wir von Industriekunden gemacht haben, ein Logistikunternehmen. Und die Idee war eben, die möchten gerne für ihre Auszubildenden Messen oder Recruiting, Oberbegriff, möchten die gerne irgendwas Attraktives haben auf dem Stand, um vor allen Dingen die junge Zielgruppe irgendwie an diesen Stand hin zu bewegen. Und wir haben uns da Gedanken darüber gemacht, wie man das eben cool machen könnte. Und es geht darum, einen lustigen, spielerischen Ablauf eines Fachlageristen, das ist die erste Auszubildende im Beruf, einfach zu erleben, durchzuspielen und ja, einfach ein bisschen Spaß zu haben mit dem Thema. Und für uns die Herausforderung bei dem Ganzen natürlich war, dass wir halt gesagt haben, ja, wir wollen natürlich möglichst haptisch unterwegs sein. Wir möchten eben nicht nur auf dem Screen sein. Wir haben deswegen den Würfel, der so ein bisschen das Tool ist, um durch den Tag zu kommen. Ist total cool für uns mit dem schweren Objekt, weil das einfach so ein bisschen die Leute zwingt, auch irgendwas zu machen. Das mag ich persönlich immer sehr gern, wenn man so ein bisschen einfach im Raum arbeiten muss. Und dann halt noch einen Schritt weiter für uns, dass wir gesagt haben, wir möchten unbedingt das Hauptwerkzeug dieses Ausbildungsberufs mit einbeziehen. Und deswegen benutzen wir den Handscanner und kombinieren sozusagen den Würfel mit dem Handscanner. Genau. Und wie das funktioniert, kann ich euch jetzt mal zeigen. Wir starten mit dem Start-Icon. Jetzt ist es natürlich bei so einem komplexen Aufbau immer schwierig, weil die Leute sind das nicht gewohnt. Ja? Du als Game Designerin kennst es vielleicht. Wenn du nur auf dem Screen unterwegs bist, dann kennen das alle, aber wir benutzen ja eine Interaktion, die komplett neu ist. Ja. Das heißt, wir kommen jetzt leider nicht darum rum, ein bisschen was zu erklären. Das heißt, man muss den Leuten jetzt halt erklären, dass das der Würfel ist, mit dem sie durch den Tag kommen und der Scanner mit das Haupttool ist. Genau. Und anstatt, dass wir jetzt eben halt hier das da machen, was alle denken, benutzen wir den Scanner. Ich habe gleich so auch so spielerische Elemente, wie ich muss mich orientieren. Arbeitsalltag neu von Azubi, Stempelkarte. Wir nehmen die Stempelkarte, stempeln uns ein in den Tag. So, genau, wir sind jetzt mitten im Spiel am ersten Tag und jetzt bekomme ich solche Aufgaben. Die werden aktiv, wenn sie blau sind. Das Tor öffnen, muss eben halt einfach gucken, was halt so ein Lagerist den lieben langen Tag tun muss. Jetzt ist der Akku leer am Stapler. So, jetzt kommt da oben gleich die Palette an, das heißt, ich muss die Palette scannen. Jetzt muss ich die Palette auch komplett richtig scannen. Und also du siehst ja, das, was uns so ein bisschen wichtig ist, ist, man ist ja aktiv, ne? Man ist halt einfach am Machen und Tun. Also wir arbeiten deswegen, also hier natürlich mit den Stickern total gern, weil es total super ist, weil wir natürlich ein Objekt wie diesen Würfel, den wir selber gestalten können, damit irgendwie benutzbar machen können für den Tisch. Und ganz grundsätzlich, ich denke, das sieht man ja auch generell bei diesem Gameplay, finde ich es extrem wichtig, was Haptisches zu haben. Ja. Also der Link einfach weg von nur vom Touchen, vom Display. Und das lässt sich natürlich super machen mit der Object Recognition, mit den Markern. Und deswegen benutzen wir das KBX.